Hallo, ich heiße René. Ich heiße euch herzlich willkommen in meinem Garagenloft. Kommt rein. Hello again, friend of a friend. I knew you when. Garagenloft deshalb, weil das Haus nicht nur mein Wohnort ist, sondern auch meine Garage. Hier stehen meine 2 Motorräder. So habe ich immer alles im Blick. Der Industrie- oder Garagenlook ist eigentlich schon mein Traum, seitdem ich das erste Mal an ein Eigenheim gedacht habe. Industrie, der Charme, robust, massiv, absolut mein Ding. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night. Die habe ich damals bekommen. Sie war sehr ramponiert, musste restauriert werden. Es war damals noch ein Texaco-Aufkleber vorne dran und während der Restauration fragte mich der Restaurator, ob es eine Texaco bleiben soll oder ob es eine Esso werden soll. Esso deshalb, weil es hier drauf steht, Verkauf im Namen der Esso Deutschland. Ja, und dann war für mich klar, dass wir die wieder in den Originalzustand zurückversetzen. Das erste Teil ist dieses Schmuckstück. Da habe ich damals 4 Stück gefunden. Die waren sehr verwildert, sehr zugewachsen. Ich habe damals gefragt, ob ich diese erwerben kann. Habe die dann bekommen, habe sie ein bisschen bearbeitet. Heute lagere ich meinen Wein in einer dieser Kisten. Und damit fing das alles an. Unter dem Fernseher ist eine von 3 Kisten, die ich damals geschenkt bekommen habe aus der Militärzeit. Und ja, lange hatte ich dafür keine Verwendung. Ich wusste nicht, was man daraus machen kann. Und so haben sie halt dann ihren Platz gefunden, haben sich hier eingefügt. Ich war beim Militär selber. Militär, Polizei, Rettungskräfte, Feuerwehr. Das sind für mich Einsatzkräfte, die wir brauchen, denen wir manchmal leider zu wenig Wertschätzung entgegenbringen. Für mich war es eine sehr schöne Zeit in meiner Jugend. Ich habe sehr gerne beim Militär gedient und ja, sehe da eigentlich immer mit einem Lächeln zurück. Generell ist in diesem Haus nichts aus dem Möbelgeschäft. Diese Couch habe ich über einen Kontakt damals aus England erworben. Diese Couch stand vorher bei der BBC und der Händler sagte, da findet sich eigentlich niemand für. Und dann habe ich mir gedacht, okay, passt zu mir, sieht ein bisschen alt und verkommen aus. Von daher ist das genau das Optimale gewesen für hier rein. Das sind die Gewindestangen einschließlich der Teller von Wasserschiebern aus einem Wasserkraftwerk. Und die habe ich bei eBay gefunden, sind sehr schön aus Guss. Die Gewindestangen und die Teller habe ich hier genutzt, an der Wand montiert, um die Boxen aufzustellen. Der Rest, der Korpus an sich, die Stele, die findet ihr nachher in der Küche wieder. Stop and wait a sec. When you look at me like that, my darling, what did you expect? I'd probably still adore you with your hands around my neck, or I did last time I checked. Das ist so eins meiner Projekte, die ich eigentlich leidenschaftlich in meiner Freizeit gerne verfolge, gerne mache. Ich konzipiere oder konstruiere Möbel. Unter anderem diese Küche ist von mir. Dazu habe ich verschiedene Gussteile. Meistens sind das alte Maschinenstandfüße, die ich gefunden habe übers Internet. Die habe ich dann gekauft, habe sie aufbereiten lassen und habe sie dann hier in die Küche mit integriert. Hier finden sich auch diese Stelen wieder, die wir vorhin hinten schon erwähnt hatten bei den Gewindestangen. Das heißt, die gesamte Küche lastet auf diesen Stelen, ist unten vom Boden befreit. Man kann also mit dem Staubsauger super unten drunter alles reinigen. Man kommt in jede Ecke. Und wir sind immer zu dritt. Das ist ein Metallbauer, ein Schreiner und meine Wenigkeit. Und dann tüfteln und basteln wir, bis es dann passt oder bis es den Vorstellungen entspricht. Ich wollte etwas haben oder designen, entwickeln und habe dann diese Kisten gefunden im Internet. Die wurden sandgestrahlt und pulverbeschichtet. Das macht auch ein sehr guter Freund von mir. Wir haben dann 30 Kisten waren es damals, 10 Stück Elfenbein,
10 Stück Nardo Grau, 10 in Oliv. Und das Holz ist massiv, es ist wahnsinnig schwer, so ein Regal. Dieses Holz kommt aus Belgien, da gibt es ein ganz kleines Sägewerk, Vater-Sohn. Und da kamen die Kanthölzer oder die Bohlen her. Ich wollte nicht, dass die Boxen nach hinten durchschlagen gegen die Wand oder dass sie sich auch nicht untereinander verschieben. Und so haben wir dann hier diese Leisten oder diese Führungen eingefräst. Und es ist wie vieles hier im Haus ein Unikat. Vieles suche ich mir übers Internet zusammen. Diese Hocker habe ich damals gefunden. Man kann die hier oben auf den Haltern drehen. Diese Halter, das ist also ganz einfach gemacht, damit auch hier der Roboter unten drunter saugen kann. Man kann die einfach abhängen. Backstein, glaube ich, birgt auch so immer diesen Loft-Charme. Diese Steine kamen aus Belgien. Die stellen Backsteine im Stück her und dann laufen sie über die Produktionsschiene in eine Anlage, die dann nur die Außenkanten abschneidet. Also daraus gibt es dann die sogenannten Riemchen. Diese Riemchen wurden dann hier aufgebracht. Es gibt so diesen alten Charme her. Wir haben den alten Stein. Wir haben oben einmal die Kabeldrasse und auch die Trapezbleche. Trapezbleche, das ist von innen gesehen die Decke. Ich werde oft gefragt, ob man da den Regen hört. Nein, den hört man nicht, weil oben drüber ist eine richtige massive Decke. Das heißt, diese Trapezbleche dienen einfach nur der Optik. Das ist eine Lampe der Königsbacher Brauerei. Für mich hat es einen sehr hohen sentimentalen Wert. Ich komme gebürtig aus Koblenz und als ich die gesehen habe, wusste ich direkt, die muss mit hier rein. Die zweite Militärbox findet ihr hier in der Küche. Die hat sich angeboten durch die Länge. Das sind ja alles Boxen, in denen waren alte Raketen untergebracht zum Lagern, zum Transportieren. Diese Militärbox hier, die haben wir umfunktioniert als Bank. Wir haben 4 Holzfüße unten drunter gesetzt, die auch zusätzlich noch mit Rollen versehen wurden. So ist diese ganze Box eigentlich sehr mobil. Man kann sie durch den ganzen Raum bewegen. Dient aber eigentlich als Kontrast. Es ist eine lange Bank. Auf der anderen Seite findet ihr die 4 Barhocker, die ich euch vorhin vorgestellt habe. So hat man immer die Möglichkeit, man findet hier gut mit 8 Personen Platz und es ist immer sehr entspannt, hier drauf zu sitzen. Das ist ein ehemaliger Standfuß aus einer Schreinerei. Ich weiß nicht, ob da eine Bandsäge drauf war, aber man kann den öffnen und der beherbergt eine kleine Weinsammlung. Ich habe immer sehr gerne Whiskyflaschen gesammelt. Das könnt ihr hier links sehen. Das ist ein alter Werkzeugschrank, der kommt aus Tschechien. Ich bin sehr verbunden zu Amerika. Mütterlicherseits, der ganze Familienstrang ist amerikanisch. Und ja, es ist für mich eine sehr starke Verbundenheit zu diesem Land. Dieser Spind, der stand damals bei einem Karosseriebauer, der für mich damals Fahrzeuge produziert hat. Und dieser Spind, das war eigentlich nur eine Zufallsbegegnung. Als ich über den Hof gegangen bin, habe ich gesehen, wie 2 Schrotthändler diesen Spind eigentlich zur Verwertung entsorgen oder wegbringen wollten. Ich habe dann gefragt, ob ich diesen Spind haben kann und ja, den Spind habe ich selber aufgearbeitet. Der war damals in einem ganz fürchterlichen Zustand, in allen möglichen Farben lackiert. Wir haben hier im Haus insgesamt 3 Stahlträger. Damals wollte der Architekt, dass wir die Feuer verzinken lassen. Das wollte ich unbedingt nicht, weder Feuer verzinken noch lackieren. So bleibt der Stahl eigentlich ungeschützt. Man sieht es gibt schon die ersten leichten Rostspuren und ja, das ist auch wieder der Charme der Industrie- oder Loftkultur. Bei diesem Waschbecken gibt es die Besonderheit, das ist ein altes Dieselfass. In dieses Fass haben wir das Waschbecken eingelassen, eine alte Zapfpistole an der Wand befestigt und mittels Druckknopf bekommt man das kühle Nass. Das Fenster, das habe ich damals auch gefunden. Das sah sehr zerstört aus. Wir haben es dann instand gesetzt mit dem Metallbau. Es wurde Pulver beschichtet und Glas eingesetzt. So findet es auch hier seinen Platz, direkt im Duschraum. Der Duschraum selber
wurde konzipiert mit großflächigen Fliesen. Es war mir sehr daran gelegen, so wenig wie möglich Fugen zu haben. Das vereinfacht mir die Reinigung. Und ja, das Besondere an diesen Fliesen, es hat lange gebraucht, bis ich sie gefunden habe. Sie haben so einen Rostton mit drin. Gibt also wieder das gleiche Bild wie die Stahlträger. Hier finden wir die zweite Zapfsäule. Die habe ich damals bei dem Restaurator gesehen. Anscheinend hatte der sie bestellt hatte, das gute Stück nicht abgeholt. Und ich dachte, wunderbar, 2 Stück, 2 Motorräder, das passt. Dann kommen wir zum zweiten Motorrad. Das ist eine 2000er Harley, eine Twin Cam, die gibt es so nicht mehr, mit 5 Gängen. Dann kommen wir in meinen Schlafbereich. Das Bett ist eigentlich wie alle anderen Möbel auch. Hier ist nichts aus dem Möbelhaus. Das sind auch alles alte Balken, die aus Belgien sind. Und gemeinsam mit meinem Freund, dem Schreiner, haben wir daraus dann das passende Bett gebaut. Ein ganz besonderes Highlight in dem Haus, das ist mein Raumtrenner und mein Kleiderschrank. Dieser Container war schon fast überall auf diesem Planeten. Im Ursprung 6 Meter lang, habe ich mit dem Metallbauer gekürzt. Wir haben 4,20 Meter in der Mitte rausgenommen, das Endstück dann wieder nach vorne angefügt. Dann wurden die Türen einmal gerichtet. Und dieser Container musste ja irgendwie ins Haus. Das war fest geplant, dass das große Fensterelement im Wohnzimmer nochmal entnommen wird. Und dann haben wir mittels Teleskopstapler den ganzen Container ins Haus gehievt, sodass er wunderbar den Schlafbereich vom restlichen Haus trennt. Wenn ihr möchtet, zeige ich euch, wie wir das gemacht haben. Und hier seht ihr das große Fensterelement. Das haben wir damals ausgebaut, um den Container hier rein zu verbringen. Dieses Fensterelement mit dem Doppelflügel war mir sehr wichtig. Im Sommer, du kannst es aufmachen, du hast einen super Blick nach draußen. Wir können hier ewig weit gucken, man sagt bis in die Kölner Bucht. Und ja, das ist der Loungebereich, den haben wir jetzt gerade erst angefangen. Da war es mir ganz wichtig, dass es Douglasi ist, ein heimisches Holz. Ich wollte kein Teak, ich wollte nichts, was aus den Tropen kommt. Ja, ich wohne hier seit Juni 2024, fühle mich hier pudelwohl, bin total angekommen. Ich bin wunschlos glücklich und alles ist genau so geworden, wie ich es haben wollte. Das war die Roomtour durch mein Garagenloft. Wenn ihr mehr spannende Projekte sehen wollt, abonniert den Kanal oder schaut hier. Macht's gut. Tschüss.